Norwegen, bekannt für Fjorde, Gletscher, Berge und die Hauptstadt Oslo. Kaum kleiner als Deutschland und dabei nur 5,3 Millionen Einwohner. Ein wohlhabendes, ruhiges, idyllisches Land. Im Herbst 2018 wird die Idylle durchbrochen. Der Grund: die NATO-Übung Trident Juncture. Hier trainiert die NATO vor allem den Bündnisfall. 50.000 Soldaten, 10.000 Fahrzeuge, 250 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 65 Schiffe sind dabei. Besonders wichtig für eine schlagkräftige NATO ist die sogenannte Interoperabilität. Alle NATO-Partner müssen aufeinander abgestimmt sein und miteinander arbeiten können. Was heißt das konkret? Mindener Pioniere überwinden breite Gewässer mit der Amphibie M3. Natürlich üben sie den Fährbetrieb auch regelmäßig in Deutschland, aber Trident Juncture bietet bedeutende Vorteile gegenüber dem Training in der Heimat und das rund um die Uhr. Das sind Erfahrungswerte, die vor allem den multinationalen Teilen fehlen, weil die Amphibie an sich als Unikatfähigkeit eben nur in Minden vorhanden ist und somit für die internationalen Teile die Gelegenheit sich nur hier oder sehr selten bietet, mit dem Gerät zu üben. Wie alle Truppen bei Trident Juncture trainieren die Pioniere auch nachts. Das ist vor allem für die Kraftfahrer eine Herausforderung, weil natürlich die Sicht eingeschränkt ist und die Kraftfahrer hier auch nicht mit Licht fahren, sondern nur eben auf die Signalgebung der Fährenführer reagieren. Und dementsprechend ist es natürlich für den Kraftfahrer was ganz anderes, als mit Volllicht oder bei Tag zu fahren. Deutsche Raketenartillerie mit dem System Mars II hat übergesetzt. Sie bewegen sich in eine gedeckte Stellung und warten auf den Feuerbefehl. Zügig müssen auch die Belgier ihre Feldhaubitzen in Stellung bringen. Geschwindigkeit, Feuerkraft und Präzision sind für die Artillerie entscheidend. Ja, hoffen. Präzision braucht genaue Daten. Soldaten des deutschen Wetterzugs sind dafür mitverantwortlich. Regelmäßig starten sie Wetterballons, damit die Artillerie ihre Ziele punktgenau trifft. Wir haben eine kleine Sonde dran, die sendet uns per Funk alle 0,2 Sekunden Daten über die Temperatur, über den Luftdruck, über die Windrichtung, Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchte. Und die kommt dann alles in dem TBZ an und das werten wir dann aus, verpacken das in Meldungen und verschicken das an unsere Bedarfsträger. 3, 2, 1, Start! Der Gefechtsstand der Artillerie hat die Daten erhalten und leitet sie an die Batterien weiter. Deutsche, Norweger und Belgier erhalten einen Feuerbefehl. Einige Kilometer entfernt rollen Kampfpanzer in Richtung Gegner. Wo werden sie eingesetzt? Typischerweise in der Fläche, also weite Fläche, weite Kampfentfernung. Das ist unser Gebiet, wo wir uns breit und schnell bewegen können. Daher ist Norwegen für uns sehr anspruchsvoll. Wir können hier halt nicht so fahren, wie wir möchten. Wir haben viel Moor, sodass wir hier wirklich selber die Erfahrung sammeln müssen, wie wir uns hier auswirken können. Schwieriges Gelände wie Wälder. Ideal für die Infanterie mit ihrem Waffenträger Wiesel. Bei Tag und Nacht üben sie den Kampf im beweideten Gebiet. Ein besonderer Vorteil des leichten Systems ist die Möglichkeit zum Lufttransport. Weltweit können die Soldaten mit dem Wiesel in wenigen Tagen eingesetzt werden. Kern der mehrwöchigen Übung in und rund um Norwegen ist die sogenannte LiveX, der freilaufende Teil der Übung. Für das Szenario der Bündnisverteidigung teilen sich die 31 Teilnehmernationen in sogenannte Nord- und Südkräfte auf. Zunächst greifen die Nordkräfte an. Nach 3 Tagen kommt der Angriff zum Erliegen und die Südkräfte üben 3 Tage lang den Gegenangriff. Befehlsausgabe bei den Jägern. Der Zugführer erklärt seinen Soldaten die Lage gegnerischer Kräfte. Der Feind ist auch ausgewichen Richtung Süden. Es ist aber noch unklar, ob vereinzelt Feind entlang der Angriffsachse zurückgeblieben ist. Auftrag des Zugs: das andere Flussufer sichern. Jetzt wird die Unterstützung der Pioniere nötig.
Bei Trident Juncture wird Interoperabilität nicht nur zwischen den Nationen trainiert, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Truppengattungen. Die Pioniere unterstützen die Jäger beim Gewässerübergang und schaffen die Voraussetzungen für den weiteren Angriff. Admiral James Foggo ist einer der führenden NATO-Befehlshaber in Europa und leitet die Übung. Viele Menschen haben mich gefragt, warum in der Welt macht ihr das im Oktober und November in Norwegen? Es ist echt kalt und eklig dort. Und ich sagte, genau darum gehen wir hin. Gerade wenn es um Abschreckung geht, dann geht es vor allen Dingen um eins. Nicht nur zu sagen, dass wir etwas können, sondern hier können wir zeigen, dass wir es können. Und genau das machen meine Männer und Frauen, die Soldaten und Soldatinnen der VJTF 2019 jeden Tag. General Spanuts multinationale VJTF-Brigade ist eine von 6 Brigaden allein der Landstreitkräfte, die bei Trident Juncture üben. Doch natürlich sind alle Teilstreitkräfte der Partnerländer dabei und zeigen ihr Können. Wir zeigen jedem, dass wir in der Lage sind, egal woher die Bedrohung kommt, das Bündnisgebiet, unsere Partner und die Menschen zu schützen, was erforderlich ist, eben auch zu verteidigen.